mal eine Weihnachtskarte zeigen, und zwar ein neues Motiv mit den Aquadrops in Bernstein, in Rubinrot und in Indischgelb, also eher in den Rot-Braun-Tönen. Wir können dann noch ein Purpur dazu nehmen. Und für dieses Motiv, ein Kerzenmotiv habe ich gewählt, nehmen wir auch dann noch die Gouache-Farbe. Ich habe da die von Jolly. Das muss nichts Hochwertiges sein. Und eine Spachtel brauchen wir noch dazu. Und ein Wasserspritzel. So ein Spritzel mit Wasser. So, jetzt trage ich überall dort, wo es weiß bleiben soll, trage ich diese Gouache auf. Und zwar lege ich hier mal eine Kerzenform an. Ich lasse jetzt schon dazwischen ein bisschen was frei. Farbe drauf. Und zwar beginne ich mit Gelb, hier wo die Kerzen sind. Dann kommt etwas Bernstein, das gebe ich auch da unten hin. Und hier etwas Rot. Und das Purpur gefällt mir auch ganz gut. Wir probieren das hier mal. Man kann ja dann theoretisch noch etwas Farbe nachgeben, wenn es zu wenig ist. Okay. Ja, das könnte ganz gut werden. Hier tupfen gleich die Farbe ab. So, und hier vorne werde ich noch mit dunkelblau reingehen. Dann wird das nämlich grünlich werden, dort wo das Gelb ist in den Ästen. Außerdem brauche ich hier eine Dunkelheit. So schaut es jetzt nach dem Trocknen aus. Und jetzt halte ich es unter die Dusche, damit sich diese weiße Farbe auflöst. So, jetzt habe ich es abgewaschen. Es ist noch ein bisschen feucht. Ich habe es aber ein bisschen mit einem Fetzen getrocknet. Und jetzt werde ich hier noch etwas Grün hineinarbeiten. Vor allem hier vorne.
Kerzen bekommen jetzt noch auf einer Seite ein bisschen einen Schatten. Ganz leichte Tönung. Und der Docht, den kann man jetzt auch ganz leicht einzeichnen. Jetzt ist das schon trocken. So, das heißt, ich finde, sieht jetzt auch schon gut aus. Ja, ich würde es jetzt eigentlich einmal so belassen. Für ein schnelles Aquarell ist das ganz gut geworden. Seht selbst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen.